Hallo, ich bin der André vom SIP und ich habe heute die Ehre, euch neue Varianten von unserer Vapezündung vorzustellen, die meine Kollegen für euch entwickelt haben. Als erste Neuigkeit stelle ich euch die Classic-Vape vor. Die Classic-Vape besteht aus den bekannten Komponenten vom Originalhersteller, Spannungsregler, CDI, Stator und Polrad. Aber der Lüfterkranz und der Statorhalter sind gegossen und dadurch viel günstiger herzustellen gewesen als die CNC-Teile, die sonst in den Kits drinnen liegen. Das macht es möglich, dass wir den Preis um 30 € senken konnten von der gesamten Zündung. Das ist also das neue Einsteigerprodukt zum niedrigstmöglichen Preis. Die zweite Neuheit, die ich euch zeigen möchte, ist unsere Touring-Vape. Die Touring-Vape schaut auf den ersten Blick aus wie ganz normal Road oder Sport, aber die Neuheit ist, die CDI ist zweiteilig. Ja? Wir haben hier die Zündspule drinnen und hier haben wir ein Steuergerät, das ermöglicht, dass diese Zündung sowohl eine statische Zündkurve hat, als auch eine variable Zündkurve. Das ist also Road und Sport in einem. Meiner Meinung nach ist es eigentlich so eine Art Vape 2.0. Wenn ich jetzt heute überlegen würde, welche Zündung von Vape kaufe ich mir, Road oder Sport, ich glaube, ich würde die Touring nehmen, weil die Touring kann beides und die kostet eigentlich nicht wirklich mehr als eine von den Road oder Sport. Jetzt habe ich euch die Classic-Vape vorgestellt mit dem Gusslüfter, die günstiger ist als alle anderen. Dann habe ich euch die Touring-Vape vorgestellt, die 2 Zündkurven hat in einer Zündung. Meiner Meinung nach so eine Art 2.0 Vape. Und jetzt kommt noch die Race-Vape. Ganz neu, aber von der Idee her auch, glaube ich, der Wunsch von vielen. Wir wurden so oft danach gefragt. Diese neue Zündung ist die mit einer CDI, da sind schon 16 Zündkurven drauf programmiert und wenn man will, da ist sogar ein USB-Kabel dabei, sodass man sich selber noch neue Zündkurven ausdenken kann und die dann ebenfalls hier drauf spielen kann. Das ist also eine frei programmierbare Zündung, ja, auch mit einer zweiteiligen CDI, so wie die neue Touring-Vape. Die hat auch nochmal ein neues Polrad, das ging einfach nicht anders. Und dabei liegend auch eine neue Beschreibung, eine ausführliche Beschreibung mit den verschiedenen Zündkurven und auch mit einer Empfehlung, welche Setups unserer Erfahrung nach mit welchen Zündkurven am besten harmonieren. Das war es jetzt eigentlich schon mit den Neuigkeiten von der Zündung SIP Performance bei Vape. Ich glaube, da ist eigentlich für jeden was dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt den Kanal schon abonniert. Im nächsten Teil gehe ich auf neue Komponenten ein. Wir haben ungefähr 16 unterschiedliche Lüfterräder, Polräder, Spannungsregler. Wer interessiert ist, darf sich das auch gerne noch anschauen. Gerne ein Like da lassen und freue mich aufs nächste Mal. Danke und auf Wiedersehen.